Ik ben pastor Henry Hildebrandt. Wil je hier wat een klein beetje metdelen. Vandaag zondag, de 12 juli. En vandaag morgens wat Gottesdienst gehad. Wil je een klein beetje metdelen wat we daar genomen hadden. Wat hier de laatste week opgekomen is in Ontario, maar dat heeft niet was met Ontario te doen. Er zijn 18 uitgeleerde dokters, zijn dokters geweest, uitgestelde voor de gezondheid en zo wat. 18 wat zich aan top gestoen en de hebben een brief top gesteld. De brief is naar de kanadischen prime minister gegaan, ook naar de gouverneurs van jeder estado. So, die hebben een brief top gesteld. En wat ze aan den brief zijn, ik heb den brief hier, aber das ist in Englisch, dat helpt niet veel, want je kunt het verlezen, aber ik wil niet zijn even wat de brief zegt. Wat ze aan den brief door zijn, is, en ze proberen het door zo, wat zou ik zeggen, zo höflich als möglich te zijn, aber sie sagen, dass wie hier nu, dass die Welt angeht, nu mit diesem COVID-19, mit diesem, was da rumgegangen ist, was sie sagen, dass die nu wat mit angegangen, die Folgen davon, aber dort, so sie damit umgehen, und dort ist viel euer, dort merkt die Sache viel schlimmer als die Krankheit selbst. Sie übertrieben dort so sehr, dort, sie tun sich so, wenn sie wollen, sicher merken, dort, seien es jeder Kasse, jeder Mensch, wer immer die Krankheit hat, dort alle unter Kontrolle gebracht wird. Die sagen hier in diesem Brief, das geht nicht, das ist nicht mehr möglich, dass wir das können tun. Und indem wir das probieren, so mit Gewalt durchzuführen, und die Menschen für Tindel in ihre Gebiete holen, und die Menschen einholen, zu sagen, das bringt das alle in den Grund. Die kann nicht zur Arbeit, die kann nicht in der Schule, die kann alles nicht. Und sie sagen, du musst in Wahrheit gefangen worden, wo wir dort mit Mut tun können, wo wir uns taubstehen, dass wir die Krankheit unter Kontrolle halten, aber nicht damit alles andere kaputt machen. So, das hat wieder die Geschwister dort verleben, was da verkam, und noch ein anderes, was auch vorgekommen ist, das letzte Werk ist, durch eine Gruppe Menschen, die nennen sich Vaccine Choice Kanada. Das meint, sie stehen dafür an, dass Menschen sollen wählen können, als sie wollen, können impfen lassen oder nicht. Das wird nicht sollen bemacht worden. Menschen sollen das selbst können bestimmen, als sie wollen oder nicht. Und die sind ein bisschen strenger als das andere Brief. Die sagen, dass noch viel Dollar gelegt haben. Sie sagen, wir haben ja dort an den, die Menschen, die sagen, wir haben dort an den Canadian Charter of Freedoms, was der kanadische Reich, das sage ich ganz klar, Ben, dort wieder Reich. Und sie sagen, auch wenn du nun eine Not ist, oder auf Englisch sagen wir das eine Emergency, da meint ihr wenig, dass nur das ganze Reich, was die Menschen in Kanada haben, dass das nicht mehr alle weich ist. Sie sagen, noch niemals euer, als in Kanada das passiert, dass so viel Dinge der Menschen abgelegt wird. Das kann ich nicht tun, das kann ich nicht tun, hier macht ihr so, du macht ihr so, ihr kann nicht taub sein. Wenn die von wo ihr rauskommen, jemanden 14 der wo Band sind, sie sagen, es so bitte, wenn ich sage, übertrieben worden, sie sagen, dass das geht bloß nicht. Nun haben die dort, das Ontario Vaccine Choice Canada, sie tun die kanadische Regierung, sie bringen die Firmen gerecht und sagen, dass du musst was geändert. Die Kinder kann nicht in der Schule, die Menschen kann nicht in der Arbeit, so sich das gehört, dass es ganz und gar bloß zu weit übertrieben. So das am Wort, das ging mit dort. Ich sehe die Schwester, wie viel anders wir, als was wir lesen dann in Jesaja Kapitel 41, sagt, wann die Arme segnen Wutter, und du esst nicht, in der Zunge ist auch ganz dreig, wenn diese uitgedacht sind, dann sagt es, ich, der Herr, wo hier, und ich, der Gott von Israel, ich, wo nicht verloren. Im 43. Kapitel in Jesaja sagt es, wann du wirst durch das Wutter gehen, wo mit dir sein, und durch den Riefer, du wirst nicht verdrängen. Und wenn du wirst durch das Feuer gehen, wirst du nicht verbrennen. Die Flamme wird dir nicht schaden. Vers 5 sagt es, hab nicht Angst, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und dann Vers 8 sagt es, bring die Blinge, was die Ohren haben, und bring die Doofe, was die Ohren haben. Und dann sagt er, laut alle Nationen, laut alle Völker taub kommen, laut die versammelt sein. Hier ist es ganz anders, was ans von der ersten Tag gesagt wird. So, ich wollte das hier noch einmal sagen, dass wir glauben das wirklich, dass du was wankend dran geht. Aber das wird so übertrieben, so sehr übertrieben, wo du was mit umgehen,
dat sollst du mit umgehen down. Die bringen Menschen bloß nach Meier, dass Menschen sich das Leben nehmen. Über 500.000 Menschen auf der ganzen Welt, alles top geteilt, wird in 2020 sicher 100 Leben genommen. So ist das nicht laut, wenn es das wieder geht, das sind bald 1 Million Menschen in das Jahr, wird sich 100 Leben genommen, auf der ganzen Welt, das top geteilt. Und die sagen, es ist nicht was angegangen mit dem Covid, das merkt das bloß noch viel euer, wie es die Menschen weit nicht mehr haben nachher. Diese Werk hier, wenn 17 Jahre jung hat sich das Leben genommen, eine junge Jahr hat ein von unseren Menschen gefunden und gesagt, was soll ich das bloß, dass wir nicht hier in Kanada, wir in einem anderen Land, was soll ich das bloß, ich sage, 4 Monate auch nicht im Haus bieten, was ich sage, nicht erlaubt. Das war wie mein, das Wort so geraff sei, übertrieben, dass dort eine große Not gibt in der Welt. So, wir durch ihn sich verbeten, dass Menschen nicht sein wollen, die Regierungsmenschen wollen sein, das Haupt an diese Menschen tun, so was die Regierung wird sagen, tun, das Haupt an, wie es die Regierung das sagt, wie Matten hier was macht tun. So, bete ihn sich für, dass Menschen kennen, dass der Haupt kann kommen, was er kommen soll, und dass sich das ändern kann, wie es steht, als ob das sehr arg ist, was mit am Jungen viel zu sehr überdreht. Der Mensch gibt einen schönen Tag, Gott macht mit ihnen sein.